Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf dem W55 Stufe 1 Projekt Account. Wir haben ja gestern gelivestreamt und haben da um 22:30 Uhr kurz danach die Gilde gegründet, die Level 1 Gilde. Und ja, das alles zum Testlauf für das Projekt auf W60, wo ich das Ganze vielleicht mit ein paar Creatoren oder sowas zusammen machen möchte. Gestern hatten wir jetzt wirklich nur auf schnelle Welle die Leute eingeladen, die am schnellsten der Gilde gejoint sind aus der Community, die live dabei waren. Ne? Und hier sind, ja, innerhalb von ein paar Sekunden ist die Gilde halt voll gewesen, nachdem es geklappt hat. Es hat erst ein bisschen geleckt, aber dann war innerhalb von Sekunden das Ding voll. Ja, wir haben den Gildennamen auch gestern zusammen rausgefunden, und zwar 1 und 1. Passt eigentlich ganz gut zum Projekt der Gilde, ja, 1 und 1, hier Marcel Davis betreut sie gerne, war eigentlich ganz funny. Ja, und ich wollte euch einfach mal so ein bisschen meine Erfahrung, oder besser gesagt mein Resümee nach dem ersten Tag so ein bisschen von dem Projekt mal schildern, wo ich so ein bisschen die Defizite sehe und ja, was vielleicht für ein Projekt auf W60 auf lange Sicht im Weg stehen könnte. Ihr seht, ich habe jetzt in den ersten paar Stunden, viel Zeit hatte ich ja jetzt nicht am ersten Tag, ein bisschen was geschafft auf Stufe 1. Ich habe mich komplett equipped und habe 156 Basispunkte in Intelligenz und 138 in Ausdauer. Bin jetzt knapp Stufe 1000, beziehungsweise auf Rang 1000. Kurz jetzt zum Beispiel wieder gedroppt, das geht ganz schnell immer mal hin und wieder, ne? Und war gestern auch unter den Top 1000 gewesen kurzzeitig. Hier passe ich zwar von den Statpunkten her überhaupt nicht rein, aber durch die Taktik, wie wir halt an Gold kommen auf Stufe 1, farmt man sich halt eben die ganze Zeit dumm und dämlich hoch und runter. Und ja, dadurch ist man halt eben mal auf Stufe 900, aber auch mal eben innerhalb von ein paar Kämpfen auf Stufe 18.000 oder so. Das geht relativ fix und ist die einzige Quelle, worüber man sehr viel Gold in kurzer Zeit machen kann. Ja, trotzdem sieht es ganz lustig aus, muss ich mal so sagen, zwischen den ganzen ja, 22ern, 25ern, 27ern hier als Stufe 1 Account vorgeschlagen zu werden. Das sieht bestimmt auch sehr lustig aus, wenn man mich hier in der Ehrenhalle findet, beziehungsweise in der Arena als Stufe 1 Account und gegen den kämpfen muss. Ja, was so ein bisschen ja auch das Ziel von der ganzen Sache ist, einfach nur ein bisschen reinzutrollen, um zu gucken, was erreicht man so auf Stufe 1, welche Statpunkte sind möglich. Und ja, das erste, was wir gestern gemacht hatten, nachdem wir die Gilde erstellt hatten, war, ich habe mir ein neues, oder besser gesagt mein erstes Equipment geholt. Und zwar zuerst im Zauberladen, dann Waffenladen, dann im Zauberladen. Ne? Hab die kleinen Tränke am Start hier. Und ja, da ist mir schon das erste Problem aufgefallen, was mir gar nicht bewusst war. Auf Stufe 1 bekommt man im Waffenladen keine Mütze, kein Helm, keinen Hut geblättert. Die gibt es nicht auf Stufe 1. Die sind nicht da. Die werden im Shop nicht angeboten. Das habe ich selbst bis dato nicht gewusst, weil man ja selbst nicht lange auf Stufe 1 verweilt, ne? Und ja, man ja auch relativ schnell eine Mütze bekommt oder man halt Level 10 ist, Sammelalbum holt, dann sich equipt, ne? Aber man equipt sich halt nicht auf Stufe 1, deswegen habe ich es nie beachtet, nie gewusst. Aber ihr findet tatsächlich im Shop auf Stufe 1 kein Helm. So, woher habe ich jetzt trotzdem meinen Helm hier? So einen ganz schlechten zwar. Ich habe ihn aus der Abenteuerlust. Aus der Abenteuerlust habe ich meinen Helm gefarmt. Ihr seht ja, ich habe ein bisschen Erfahrung. Ich habe eine einzige Quest gespielt. Ja, heute habe ich noch nichts weiter gemacht, weil mir dort direkt der Helm angeboten worden ist. Das Ding ist, bei den Sachen auf Stufe 1 könnt ihr maximal bis zu 6 Attributpunkte pro Item haben. Auf der Waffe natürlich mal 2. Das heißt, hier sind es dann halt eben 12 in dem Falle. Und ich habe darauf geachtet, dass ich hier überall den Maximalwert erreiche. Ja, Schuhe Ausdauer 6, Intelligenz 6, Handschuhe, 6er Brustpanzer, ne, Ausdauer hier 6, hier 6, 6. Und das Epic habe ich ja durch den Code, den ihr einlösen könnt. Entweder ja, durch Discord Anniversary 3 bekommt man noch den Code hier auch auf W55. Dort bekommt man einen Epic direkt zum Anfang. Das ist natürlich ganz nice für uns auf Stufe 1.
Und ja, es gibt so viele Codes. Discord Anniversary funktioniert hier auf W55, dann funktioniert hier mein Code zum Beispiel, dort zur _55. Dann funktioniert der SpeedyMo 22, ist auch noch ein Code hier. Also hier funktioniert einiges an Codes, ja. Und das hat uns den Start natürlich ein bisschen erleichtert. Ja, aber auch gleichzeitig erschwert. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu reden. Genau. Ja, die Mütze habe ich leider keine gute bekommen. Ist nur eine normale Mütze ohne Attribute. Da ist nur eine Rüstung drauf. Das ist halt dumm. Da muss ich jetzt die Tage warten, bis ich hier eine Mütze in der Alu bekomme. Ich möchte keine Alu spielen. So wenig wie möglich. Eigentlich gar keine. Und ich muss gucken jeden Tag, dass mir eine neue Quest angeboten wird hier im Laden, um halt eben die bestmögliche Mütze und das halt auf Stufe 1 mit 6 Attributen zu finden. Damit werde ich noch warten, bis das XP-Event vorbei ist, ja, weil am Montag bekommt man weniger XP durch die Quests, was natürlich für mich als Level 1 Projekt-Account förderlich ist, da ich dann mehr Quests zur Auswahl habe, anstatt ich, ja, bevor ich Level 2 werde. Wenn ich jetzt am XP-Wochenende hier queste, dann bekomme ich ja mehr Erfahrung und das möchte ich ja nicht, weil ich dann halt mit weniger Queststufe 2 werde. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, das ist die Problematik dabei. Deswegen warte ich auf diesen Slot noch ein bisschen. Ja, ansonsten, wie gesagt, war der Start bzw. ja, das Projekt-Account bisher sehr, sehr cool. Wir müssen natürlich einen Stufe 50er in der Gilde haben, das wird dann unser Breezox machen hier, der wird dann Stufe 50 erreichen als Offizier und dann Raid starten. Ne? Der wird dann wahrscheinlich, oder ich werde Ihnen das nochmal sagen, oder falls du das hier sehen solltest, auf Stufe 50 leveln, dann, wenn es geht, nicht mehr weiter großartig skillen, damit du dann als Stufe 50er nicht den Raid irgendwie alleine schaffst oder so und dann, wenn es geht, vielleicht auch nackig machen oder so, damit man dann fast die pure Ausgeglichenheit der Stufe 1er hat und nicht so ein One-Man-Carry, der den ganzen Raid alleine carryt. Das wäre ein bisschen doof, deswegen ist es so vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, sag ich mal, da so einen kleinen Zwischenweg zu finden, ne? Ansonsten muss ich sagen, der Raid-Boss hat hier ziemlich krass reingeknallt. Von den Stat-Punkten her, seht ihr, ist er ja, besser als ich am Start. Ich habe ein bisschen mehr Hauptattribut, aber in Ausdauer ist er nochmal ein paar Stats vor mir. Das macht halt wirklich viel aus. Ne? Jetzt kommen wir aber zum Casus Knactus, sagt man, glaube ich, keine Ahnung, der ganzen Thematik. Und zwar, das macht mir das Ganze auch ein bisschen schwierig, das Ganze zu livestreamen. Wer gestern dabei war, wird es gemerkt haben, zum Beispiel so wie jemand wie Raid-Boss hier, der wird keine Probleme haben, in Ruhe farmen zu können und das ohne irgendwelche Zwischenfälle passiert. Wenn ich live bin und ich mich hochfarme bzw. runterfarme, ich zeige euch das Ganze mal, wie das funktioniert, wie ich jetzt zu Gold komme, dann werde ich in der Zwischenzeit, in dem Zeitfenster, wo ich Gold verdiene, werde ich abgefarmt. So, das kommt dazu zustande, weil meine Skillpunkte, die ich benötige, jetzt mindestens 22,25 Gold kosten. Das ist Ausdauer, mein Nebenattribut, mein Hauptattribut ist noch teurer. Und wenn ich jetzt live im Stream mir Gold erfarme, dann wird mir das auf den Weg dann auch direkt abgeluchst. Das Ding ist, jeder x-beliebige Hans und Franz, jeder Schlendrian, jeder dahergelaufene Hallodri, ja, kann sich natürlich einen Account erstellen, der mal ganz easy auf Stufe 10 oder so hochgelevelt ist, holt sich auf Stufe 10 das neueste Equipment und dann kann ich mit meinen Skillpunkten da nicht mehr gegen mithalten, wenn die ein Stufe 10 Equipment oder so da drin haben. Ja, alleine die Waffe macht das schon aus. So, und wenn die sich natürlich in der Ehrenhalle ein bisschen droppen lassen, ich gehöre hier ja auf diesem Platz eigentlich gar nicht her von den Skillpunkten her, wenn man sich das jetzt mal so anschaut. Ne? Bin ich zwar schon gut dabei, aber ich gehöre hier von den Skillpunkten nicht her. Die sind halt viel zu hoch für mich. So, ne? Ich komme hier aber immer wieder hin, weil ich halt eben mich hoch und runter farme, um halt eben Gold zu generieren. Ne? Werde ich euch jetzt gleich zeigen. Und ja, der Nachteil, auf den ich zu sprechen kommen wollte, ist, warum man halt so viele Codes hat, hat man zum Serverstart viele Pilze. Das heißt, viele Leute, die hier mal kurz vorbeischnuppern wollen, haben viele Pilze, um einen abzufarmen. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Und da muss ich sehen, dass das Projekt wahrscheinlich mehr so zum Videoprojekt wird, anstatt zu einem Livestreaming-Projekt großartig, weil man das dann mehr privat machen muss als im Livestream. Ja, ich zeige euch mal das Ganze, wie das funktioniert.
Dazu lege ich hier mein komplettes Equipment ab, beziehungsweise die Hälfte davon. Natürlich auch die Waffe, weil die mir am meisten gibt, um mich dann halt möglichst tief droppen zu lassen. Ich habe hier ja schon ein paar Nachrichten, beziehungsweise viele Kämpfe in der Ehrenhalle, ja, und ein paar Accounts, die sich auch extra für mich erstellt worden sind. Ja, habe ich schon bekommen. Und ja, mit denen habe ich mich dann immer abgewechselt. Die haben mich mal angegriffen, ich habe sie angegriffen. Nachher habe ich nur noch angegriffen die ganze Zeit, weil es natürlich dann auch ziemlich pilzintensiv wird. Ne? Ich suche mir jetzt zum Beispiel jemanden, der möglichst tief in der Ehre ist und den ich hoffentlich nicht besiege. Zum Beispiel ihn hier, er ist sehr tief, aber ihn besiege ich leider auch schon mit der Faust. So, das ist leider so das Problem. Da bin ich schon viel stärker. Deswegen kann ich den Kollegen leider nicht mehr weiter angreifen. So, jetzt gehen wir auf ihn hier. Er könnte machbar sein von den Werten her, hat aber halt auch, ja, zu tun, sag ich mal. So, hier, den greife ich jetzt ein paar Mal an und lasse mich in der Ehrenhalle von den Rängen her droppen, dass ich so viel Ehre wie möglich verliere, um halt so weit wie möglich unten zu sein. Das heißt, wenn ich mich jetzt hochfarme, bin ich in der Ehre weit unter den Leuten und kann deswegen Gold generieren. Man generiert pro Kampf auf Stufe 1 nur 1 Gold. Das ist halt eurem Level angepasst. Deswegen ist das Ganze ziemlich teuer und ziemlich zeitintensiv und ziemlich mühselig. So, den habe ich jetzt hochgeboxt hier automatisch dadurch. Ja, ich bin im Rang gedroppt, bin jetzt auf 10.000 runter. Ne? Jetzt gucken wir, ob wir noch einen kriegen hier. Zum Beispiel, ja, den hier zum Beispiel, Haram Dorza. Helal Dorza gab es auch. Es gab so viele Dorzas. Ja, den besiege ich zum Beispiel hier schon random, was natürlich schade ist. Und hier gewinne ich natürlich viel Ehre, steige viele Ränge auf und kriege hier das Wichtigste, ein Gold. Und mit diesem Gold wird gearbeitet, damit wird geskillt. So, und jetzt versuche ich mich erstmal nochmal gegen ihn ein bisschen droppen zu lassen. Ja, klappt. Okay, ganz gut. Ja, wir schauen mal, wo er jetzt so ist von den Rängen her. 5.000, er ist noch auf 9.000, den habe ich auf 2.000 hochgeprügelt. Wir können gucken, ob ich gegen ihn verliere hier. Ja, hier können wir nochmal ein paar Ränge droppen. Ja, machen das Ganze mal so. Es sind jetzt hier auf knapp 15.000 runtergedroppt. Jetzt wird mein Equipment angezogen. Und jetzt wird sich wieder hochgearbeitet. Und jetzt wird halt eben das Gold generiert. Ihr müsst halt eben, wenn ihr eben unter den Leuten seid von der Ehre her, bekommt ihr halt eben Gold. Wenn ihr über den seid, nachher nicht mehr. Und jetzt arbeiten wir uns langsam wieder hoch, fangen mit denen an, der ja, von der Platzierung her am weitesten unten ist, damit ich so nah wie möglich mich immer hochfarme. So, und jetzt kommt nämlich der kritische Punkt. Jetzt versuche ich mich so schnell wie möglich hoch zu farmen, ja, produziere hierbei die ganze Zeit immer 1 Gold pro Angriff. Deswegen ist das Ganze so zeitintensiv bzw. pilzintensiv. Und wenn man das Ganze Free-to-Play spielt, dann dauert das ziemlich lange, weil man sich selbst droppen lassen muss und sich selbst wieder hochfarmen muss. So, und das ist ziemlich zeitintensiv und teuer auch natürlich. Ne? So, jetzt nehmen wir den nächsthöheren hier, der ist auf 5.000 und das Ganze passiert natürlich im Stream deutlich schneller, weil in der Zeit, wo ich jetzt hier gerade Gold mache, ja, kriegt das natürlich der Livestream mit. So, jetzt nehmen wir noch ihn hier zum Schluss und farmen uns noch höher und kriegen noch mehr Gold. Und in der Zeit, wie gesagt, wo ich hier das Gold farme, kriegt das der Livestream mit. Und in der Zeit, wo ich Gold generiere, wird mir das Gold dann auch sofort wieder abgeluchst. Das heißt, sobald ich in die Farming-Phase übergehe, gibt es sofort Leute, die mich daran hindern wollen und dann mein Gold abfarmen. Das heißt, noch während ich Gold produziere, und das Problem ist dabei, umso höher ich von den Skillkosten werde vom Gold her, umso länger dauert es, immer einen einzigen Skillpunkt zu erfarmen. Und umso länger es dauert, umso höher ist die Chance, dass ich zwischendurch abgefarmt werde von irgendjemandem. Ja? Und das ist gestern halt ein paar Mal passiert und deswegen ist es ziemlich schwierig, das Ganze live umzusetzen. Jetzt hier, wenn keiner zuschaut, ja, ist das Ganze nicht mehr so schwierig. Hier hat mich jetzt random jemand einfach so angegriffen. Ja, das passiert natürlich auch durch die Arena. Hier werde ich ja halt auch vorgeschlagen, je nachdem, wo ich mich gerade befinde. Ne? Der wird mich natürlich wahrscheinlich easy platt gemacht haben.
Ja, ist aber halt eben lustig zu sehen auf jeden Fall. So, und für den 22er ist natürlich ein Gold nichts mehr so, ne? Deswegen lohnt sich das auch nicht, mich großartig abzufarmen, könnte aber trotzdem machen, wenn er halt sich eben auf mich eingeschossen hat. Und das haben, glaubt mir, das haben sich gestern einige. Und ja, gestern war es halt schon nachher spät gewesen. Und diesbezüglich halt eben, ja, weiß ich nicht, wenn man das hier live direkt zum Serverstart machen würde, würde das wahrscheinlich noch härtere Dimensionen annehmen. Und deswegen muss ich mal schauen, wie ich das Ganze weiterverfahren werde in Zukunft. Weil, wie gesagt, ich würde gerne, ja, gegen den gewinne ich zu oft, ich würde gerne mehr zeigen von dem Charakter. Ich würde auch gerne hier Fortschritte auf dem Charakter zeigen. Aber es ist mir erstmal so nicht möglich, das Ganze live umzusetzen. So, ne? Ich muss es halt eben privat machen, weil dann werde ich nicht gestreamsniped in dem Sinne. Ne? So, jetzt machen wir das Ganze mal im Schnelldurchlauf, um das Ganze mal zu zeigen. Wir nehmen den hier, der ist auf Platz 1000 hier. Ja, den haben wir gut hochgefarmt. Jetzt könnten wir sogar in die Top 1000 reinkommen, wenn es gut klappt. Jetzt fangen wir mit ihnen an, machen das Ganze jetzt mal hier im Fast and Furious Style. So, in der Zeit, wo ich jetzt hier anfange zu farmen, kriege ich immer ein Gold, habe aber noch vom Gold her keinen einzigen Skillpunkt jetzt zusammen gefarmt. Ne? Jetzt nehmen wir den nächsthöheren, farmen hier weiter. Und jetzt, so ungefähr, jetzt haben wir den ersten Skillpunkt und jetzt kann ich ihn verskillen. In der Zeit, wo ich angefangen habe, mich hochzufarmen und wo ich mein Gold schnell verskillt habe, in der Zeit kommen schon etliche Stream-Sniper und luchsen mir mein Gold ab. Das ist so ein bisschen, ja, das Problem bei dieser Challenge. Wie gesagt, andere haben das nicht. Das ist jetzt einzig und alleine nur ein Problem, was mich betrifft. Aber das muss ich halt eben auch in Kauf nehmen. Das ist halt eben, ja, der Nachteil, wenn man halt eben Streamer ist, so, ne? Aber das ist halt, wie gesagt, das nehme ich gerne in Kauf, so, ne? Damit muss man halt eben leben. So, jetzt sind wir hier so hoch, wie wir noch nie waren vom Rang her. 764 ist krass und das haben wir halt eben geschafft, weil wir uns halt eben Gold zusammengefarmt haben. Und ja, so generiert ihr Gold auf Stufe 1. Wie gesagt, Glücksrad haben wir gestern auch gedreht. Heute haben wir ein bisschen Ausdauer bekommen. Es wird interessant werden, wenn wir hier die großen Pots bekommen. Und ja, wenn wir hier den ersten Raid starten, bis dahin haben sich die Leute vielleicht auch wieder ein bisschen verbessert. Und dann wird das auf jeden Fall sehr interessant werden, den ersten Raid dann mal so zu sehen, wenn alle Stufe 1 sind. Und ja, ihr habt immer noch Chance, der Gilde hier zu joinen. Ich werde immer, sobald jemand aus der Gilde rausgehen sollte, das ist gestern ein-, zweimal passiert, werde ich eine Einladung hier gleich erstellen und dann könnt ihr jederzeit joinen. Da müsst ihr halt immer ein Auge drauf werfen auf die Gilde, ob da gerade ein Platz frei ist oder nicht. Ne, da kann ich euch ja nicht Bescheid sagen, da wird das einfach angeklöppelt und falls jemand aus Versehen Stufe 2 erreichen sollte oder wie gesagt von alleine rausgeht, werde ich einen Platz offen machen und der Erste, der joint, der hat halt eben Glück gehabt. So, ne? Ja, ansonsten war es das soweit erstmal von dem, ja, von dem Video, ne, von dem Projekt. Wie gesagt, ich werde mir überlegen, was ich noch so verbessern kann für W60, wenn wir das Projekt dann komplett starten hier auf W60. Es wäre halt cool, wenn halt auch noch mehrere Level 1 Gilden mitmachen würden, die sich untereinander so ein bisschen in den Gildenkämpfen battlen und anstatt weit oben mitzuspielen auf den ersten Rängen, sich einfach unten als Stufe 1 Gilden sich gegenseitig zu battlen und da sich so eine kleine eigene Ehrenhalle beziehungsweise ja eigene Gildenliste, Ehrenhalle dort zu kreieren. Das wäre halt cool irgendwie auf W60, aber dafür wollen, glaube ich, auch zu viele auf W60 selbst Gas geben, einfach so. Ne? Ja, ansonsten auf dem Server sieht es hier momentan so aus. Ne? Die ersten Plätze ist jetzt 4 Uhr morgens jetzt gleich, am Samstag, wo ich das Ganze hier aufnehme. Und jo, auf jeden Fall, das ist erstmal so meine erste Berichterstattung zum Level 1 Account. Ich werde euch die Tage natürlich noch weiterhin hier auf dem Laufenden halten, wie es hier weitergeht mit der Gilde, mit meinem Account, was wir noch so schaffen damit, was wir erreichen und ja, werde dann wie gesagt ein bisschen privat weiterspielen und ein bisschen privat auch farmen und ja, dann kann ich auch in Ruhe meine Skills verteilen. Ansonsten ist dies live leider so gut wie nicht möglich mit dem Projekt. Ja. Dafür haben wir dieses Testprojekt auf W55 hier ins Leben gerufen, um zu gucken, was für Lücken
bei diesem ganzen Thema auftreten könnten. Ja, woran man noch arbeiten kann, was man vielleicht nicht vermeiden kann, womit man leben muss, was auf einen zukommt, wie zum Beispiel hier, dass man keine Mütze bekommt im Waffenladen auf Level 1. Habe ich vorher nicht gewusst, kann man sich jetzt nächstes Mal darauf einstellen. Und ja, am Ende des Tages war es eigentlich trotzdem eine ziemlich coole Aktion und sehr, sehr lustig. Und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auch noch auf die nächsten Tage, Wochen, wo wir dann auch vielleicht irgendwann bald den ersten Raid besiegen werden. Alles klar, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.